Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Warzen. Warzen sind eine ansteckende Hauterkrankung, hervorgerufen durch den HPV, den Human Papillomvirus. Diese Warzen gibt es in verschiedensten Ausführungen, also Dellwarzen, Flachwarzen, Stechwarzen, Feigwarzen. Dann gibt es noch die ganz gewöhnlichen Warzen, die Alterswarzen gibt es noch, obwohl diese Alterswarzen nicht ansteckend sind, ist aber die einzige Warzenform. Ich erkläre euch heute die Dornwarzen, also Dornwarzen, Flachwarzen oder Verruca vulgaris ist das lateinische Wort dafür. Die Diagnose sollte natürlich ein Dermatologe machen. Er kann es dann auch behandeln, wo wir dann später dazu kommen. Das Ansteckende an einer Warze sind die Hautschuppen oben. Sobald irgendjemand, der eine Warze hat, so eine Hautschuppe verliert und irgendein anderer tritt dann quasi in diese Hautschuppe rein, dringt dieser Virus in die Haut ein und verursacht eine Wucherung. Und diese Wucherung zieht auch die Blutgefäße mit hoch, deswegen haben die meisten Warzen auch charakteristisch so kleine schwarze Pünktchen drinnen. Das sind eben die Blutgefäße, die es hochzieht. Und wenn man dann die oberste Schicht abschneidet, dann fangen die ganz oft und leicht auch zu bluten an. Zur Behandlung der Warzen, da gibt es Verschiedenes. Da gibt es Verätzen mit Salicylsäure oder Milchsäure. Dann gibt es noch das Vereisen mit Stickstoff. Und dann gibt es auch noch das chirurgische Herausschneiden. Ich bevorzuge in meiner Praxis die Variante des Verätzens, weil es einfach die schonendste Methode ist, diese Warze loszuwerden. Man schützt das umliegende Gewebe mit einer Fettcreme, meistens mit Vaseline, und dann gibt man dieses Ätzmittel punktuell auf die Warze drauf. Man muss natürlich die Herstellerangaben beachten. Diesen Vorgang wiederholt man dann, bis sich so eine weiße Schicht bildet. Diese weiße Schicht kann man nach einem Fußbad ganz leicht abmachen und dann wiederholt man diesen Vorgang. Bitte passt auf, wenn ihr verätzt, dass ihr wirklich nur punktuell die Warze trefft, weil jedes Gewebe, das rundherum gesund ist und verätzt wird, verursacht furchtbare Schmerzen. Und verwendet von dem Ätzmittel wirklich nur nach Herstellervorgaben. Denn in diesem Fall viel hilft nicht viel. Viel Ätzmittel ist sehr schlecht. Es verursacht eine massige Entzündung der Haut und es kann unter anderem auch noch zu Blutvergiftung kommen. Deswegen, wenn ihr Ätzmittel benutzt, seid bitte vorsichtig damit und beachtet wirklich die Herstellervorgaben. Die zweite Variante ist beim Hautarzt das Vereisen. Da wird mit einem Stickstoffgerät quasi auf die Warze draufgehalten. Diese wird vereist. Danach taut das Gewebe wieder auf und ist quasi durch das Vereisen denaturiert. Das heißt, die Zellen sind geplatzt und der Körper stoßt dann die Warze ab. Ist jetzt auch nicht ganz schmerzfrei, weil das Vereisen, das kann brennen. So wie man sich Erfrierungen zuzieht. Gut, heutzutage selten, aber es kann halt brennen und das dauert die Behandlung auch mehrere Male. Man muss auch darauf achten, dass man die Hygiene einhält, das heißt bei jedem Patienten ein neues Stäbchen nehmen, damit dass man die Warze des Vorgängers nicht dem anderen noch drauf züchtet. Die Behandlungsdauer bei den Warzen, wenn man es jetzt verätzen oder vereisen tut, sieht meistens so aus, dass es von Monate bis zu halbes Jahr, ein ganzes Jahr geht. Man muss wirklich dahinter bleiben und darf auch nicht schluren. Man muss auch die Familienmitglieder alle durchgucken, ob jetzt irgendwer Warzen hat, weil Warzen sind eben ansteckend. Die dritte Option ist der chirurgische Eingriff. Das heißt, der Chirurg schneidet die Warze großzügig heraus, wirklich bis tief in die Hautschicht rein. Das blutet natürlich, er verödet es dann auch. Der Nachteil bei dieser chirurgischen Operation ist, dass eine Narbe zurückbleiben kann und wer jetzt Probleme mit Narbenwucherungen hat, sollte dies vielleicht nochmal überdenken. Es gibt natürlich viele Hausmittelchen gegen Warzen, wie zum Beispiel Bananenschalen, über Nacht auf die Warze draufbinden oder Knoblauchzehen halbieren und über Nacht drauf machen, Schöllkrautsaft täglich drauf träufeln,
Apfelessig, hochprozentigen Alkohol, Aloe Vera, Backpulver, sogar unser Listerin im Mundwasser soll gegen Warzen helfen. Manche behandeln ihre Warzen auch mit Eigenurin oder mit Hautdesinfektionsmittel. Ja, es gibt so viele Mittel gegen Warzen und jeder muss selber rausfinden, was ihm dann wirklich im Endeffekt hilft. Was wirklich bei allen Mitteln, sei es jetzt das Verätzen oder das Vereisen oder irgendwelche Hausmittelchen, man muss es öfter machen, weil bei einmaliger Behandlung klappt es sowieso nicht. Es gibt zwar die spontane Abheilung bei Warzen, ja, aber auf das kann man sich nicht verlassen. Egal für welche Variante man sich entscheidet, oft anwenden oder täglich am besten anwenden und nicht schluren, diese Anwendung wirklich bis zum Ende durchziehen, das heißt, bis die Warze nicht mehr sichtbar ist im Hautrelief. Ja, ich wünsche euch dann alles Gute bei eurem Ausprobieren für die Warzen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr schon für die Warzen ein eigenes Hausmittelchen habt oder wie ihr eure Warzen behandeln habt. Und vergesst nicht, Daumen hoch hier lassen, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr, was die gesunde Haltung der Füße angeht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss!